Hallo, liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Nach einer etwas längeren Sommerpause bin ich nun wieder für euch da und zwar mit einem Thema, das mir schon sehr lange unter den Nägeln gebrannt hat und dieses Thema heißt Temu. Temu ist ein chinesischer Versandhandel, der mich übrigens in keinster Weise für dieses Video unterstützt und auch sonst nicht. Also ich werde von denen weder Geldwert noch mit Material in irgendeiner Form gesponsert, sondern das, was ich euch hier erzähle, ist jetzt meine ureigene Meinung, aber auch zu meinem Fachbereich. Das bedeutet, was kann Temu uns jetzt als Fotografen für Vorteile bringen? Sind es sinnvolle Investitionen, die man dort tätigen kann? Und da werde ich euch einiges jetzt an Infos bereitstellen. Wir werden auch zusammen dann durch die Temu-Webseite ein bisschen durchstromern und ich werde euch mal zeigen, was ich da jetzt für sinnvoll oder relativ sinnlos halte, was ihr euch bestellen könntet oder was ich mir auch bestellt habe. Nun, wofür nutze ich Temu? Ich mache sehr viele Projektshootings. Da habe ich jetzt zum Beispiel mal eins realisiert mit der lieben Ute. Die blende ich euch hier mal ein und das ist das Mother You Projekt. Das ist so eine Mad Max Story, die ich auf meiner Webseite veröffentlicht habe. Da seht ihr den Link auch hier oben, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und dieses Mother You Projekt, das benötigt dann natürlich auch einige spezielle Accessoires, um diesen Wasteland-Charakter ein bisschen in meinem Studio reproduzieren zu können. Und da habe ich mich auch vieler Accessoires von Temu bedient. Das ist zum einen hier zum Beispiel solche Handstulpen, die haben 1 € gekostet oder etwas mehr, ja, oder solcher Fingerschmuck, der ein bisschen extremer ist. Hier seht ihr das, ich habe die Dinger also hier, so sind sie im Einkauf dann. Und dann habe ich die etwas modifiziert, also mit Dry Brush Technik und so weiter und so fort. Also solche Sachen, das seht ihr hier jetzt auch nochmal eingeblendet. Das ist in Temu spottbillig zu realisieren. Oder man kann dann auch für andere Shootings hier exklusive und sehr verrückte Brillen erwerben, die man dann also in den Shootings dann hernehmen kann. Und so habe ich das jetzt auch mit Hintergründen gemacht. Das bedeutet, ich habe mir einige Hintergründe eingekauft. Das sind Digitaldrucke auf Stoff. Die sind übrigens recht hochwertig, muss man sagen. Also sowas wäre bei uns zu diesem Preis gar nicht zu realisieren. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe fast 7 Jahre in der Werbetechnik gearbeitet. Und da hat man dann eben wirklich Möglichkeiten, auch mal sein Studio ein bisschen umzugestalten und das auch ganz reversibel zu machen. Da muss man dann keine Wand streichen oder alles frisch tapezieren oder sonst so was, sondern sowas wie dieser Hintergrund hier, das wird dann einfach mit Reißzwecken aufgespannt. Und dann, ich zeige euch das hier jetzt gerade in einem Videoausschnitt, kann man das mit einem Dampfbügler dann etwas glätten. Und das ist eine tolle Geschichte, funktioniert hervorragend und dafür sind solche günstigen Produkte einfach geeignet. Und wenn was kaputt geht, ist nicht viel Geld dabei auch draufgegangen. Und das ist so das Kernthema dieses Videos. Gibt es da sinnvolle Geschichten? Was ist für uns Fotografen brauchbar? Und dann wechseln wir jetzt mal rüber zur Temu-Webseite ins Studio. Dann wünsche ich euch viel Spaß. So, liebe Foto- und Videofreunde, da wären wir hier mal wieder bei mir im Studio an meinem Rechner und ich habe auch schon die Webseite von Temu geöffnet und mich eingeloggt. Ich muss gleich dazu sagen, aus sicherheitstechnischen Gründen habe ich diese Temu-App auf meinem Smartphone beispielsweise oder auf meinem Tablet nicht installiert. Äh, Dennoch habe ich jetzt insgesamt keine negativen Erfahrungen mit Temu gesammelt. Also alle Bestellungen liefen gut ab und ich habe auch keine Reklamationen gehabt. Ähm, Generell bestelle ich aber auch zum Beispiel gar keine Elektro- oder Elektronikgeräte oder Digitaltechnik oder auch Kameratechnik, Optiktechnik über Temu, sondern das mache ich grundsätzlich nur über deutsche Anbieter, sei es jetzt über Amazon oder eben Direktkauf auf deren Shops, weil ich da einfach die Garantiesicherheit mehr zu schätzen weiß, als es jetzt bei Temu der Fall ist. Also ich möchte da nicht etwas nach China zurückschicken müssen. Also obwohl teilweise die Sachen hier ja aus deutschen Lagern angeliefert werden. Aber ob da dann wirklich die Rückgabe und die Rückabwicklung so gut verläuft, kann ich euch nicht sagen. Möchte ich jetzt auch nicht drüber spekulieren. So viel dazu. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich will mich also mal rein auf Studiozubehör konzentrieren und ich gebe jetzt hier mal ein Foto Studio Zubehör. Gucken wir mal, was da passiert. So,
Au, und da habe ich schon eigentlich im Prinzip einen Volltreffer gelandet. Also es erscheint ja nicht immer dasselbe, aber das, was hier jetzt erscheint, das ist auch eigentlich genau das, was ich euch zeigen wollte. Es gibt Sachen, da muss ich sagen, die würde ich bei Temu jetzt mittlerweile dann sofort kaufen. Und das mache ich auch. Das sind zum Beispiel diese Hintergründe, was ich euch gerade erzählt habe. Und da gibt es aber auch andere Geschichten, wo ich sage, Mensch, das sind einfach tolle Angebote. Und ich weiß ja, wie das mit den chinesischen Produkten ist. Manche sind gut, manche sind schlecht. Hat sich alles schon sehr gebessert. Da möchte ich jetzt hier mal ganz kurz drauf eingehen. Also zu diesen Hintergründen jetzt beispielsweise. Ich klicke mir zum Beispiel das da mal auf. Ja, da haben wir auch eine gute Übersicht, was da angeboten wird. Das ist also ziemlich Standard. Jetzt schaut euch das mal an. 100 mal 150 Zentimeter. Schauen wir mal hier, wird dieser Hintergrund angeboten für 3,78 Euro. Leute, das ist ohne Versandkosten. Also da 4 Euro, 100 mal 150 Zentimeter. Ich mache jetzt mal Folgendes, was ich so für eine Standardgröße für mich gut finde, sind so diese 180 mal 230 oder 150 mal 200, aber 150 mal 200 gibt es ja hier nicht. Also 180 mal 230, 9,01 Euro. Und damit kann man auch schon was anfangen. Und die Qualität, das habe ich euch ja jetzt schon im Intro mal aufgezeigt, ist durchaus in Ordnung. Also die Drucke, die sind von einwandfreier Qualität, minimal unscharf, was aber auch eigentlich fürs Fotostudio jetzt gewollt sein kann und von meiner Seite her auch gewollt ist. Die Stoffe sind stabil, die Drucke sind matt und reflektieren nicht zu sehr. Aber da kann man nicht sagen, wäre in Deutschland so nicht herstellbar zu dem Preis und auch so nicht erhältlich von einem deutschen Anbieter in Deutschland produziert. Also wie die Chinesen das raushauen, ist mir dann eigentlich schleierhaft, obwohl es dazu jetzt auch viele Videos im Internet dazu gibt, wie das alles so ablaufen soll bei den Chinesen. Aber nun egal. Schaut euch das mal an. Nehmen wir mal den ganz großen, 240 mal 300 Zentimeter. Naja, für 17 Euro kein Problem. Ihr müsst halt immer nur darauf achten bei solchen Hintergründen, auf die Proportionen. Ich weiß nicht, wie das da ist, ob das dann entsprechend verkleinert wurde oder nur hochgezogen wurde in Digitaltechnik, aber auf jeden Fall müssen die Proportionen ja stimmen, wenn man hier jetzt dann Personen davor stehen hat. Also da dürfen die Ziegelsteine natürlich nicht zu groß werden. Und da habe ich jetzt keinen Erfahrungswert. Ich habe das Gott sei Dank immer in der Relation richtig bestellt und realistisch bestellt von der Größe der Ziegelsteine her. Ob das jetzt einfach nur gezoomt wird, eingezoomt oder ausgezoomt wird, keine Ahnung, müsste man mal testen, wenn man zum Beispiel 5 Größen zur Auswahl hat, sich die kleinste oder die größte zu bestellen und sich das dann mal im Vergleich anzuschauen. Habe ich noch nicht gemacht. Schauen wir uns mal weiter an, was hier geboten wird, was auch interessant ist. Ich habe das mal in einem Video erwähnt. C-Stands sind normalerweise in Deutschland schweineteuer und die original amerikanischen C-Stands, also das sind diese Teile hier, C-Stands, das da, die kosten einen Haufen Geld, 200 bis 300 Euro in der Komplettausstattung. Allerdings, das sind auch wirklich diese ganz ultramassiven Teile, die einem im Leben niemals mehr kaputt gehen werden. Da müsste man sich schon wahnsinnig anstellen, um die Dinger tot zu kriegen. Hier beim Chinesen gibt es die deutlich günstiger. In Deutschland hatte ich bisher als günstigsten Preis gesehen 150 bei Rollei. Da waren die Dinger im Angebot. Hatte mir auch ein Zuschauer dann mal verklickert nach einem Video, was ich über Gavin Howie gemacht hatte. Die hier, die kosten jetzt 61,19 Euro. Klicken wir mal drauf auf den hier. Äh, Auch hier gratis Versand für diesen Artikel. Also die Dinger, die wiegen ja 10, 15 Kilo komplett. Das ist schon ganz schön schwer. In Deutschland die Versandkosten für so ein Paket, um Gottes Willen. Ihr müsst euch überlegen, das größte Teil ist ja diese große Stange hier unten. Also, naja, 61,19 Euro ist schon wirklich geschenkt. Ich kann euch jetzt nur nicht sagen, ob das die C-Stand-Version ist, die man auch auf einer Treppe positionieren kann, wo also dieses Rohr hier dann entsprechend an der Stange verschiebbar ist, sodass man es auf Treppen platzieren kann, weiß ich nicht. Äh, Geht auch aus den Bildern jetzt nicht unbedingt direkt hervor. Also von daher schwer zu sagen, aber auf jeden Fall ist es mal der C-Stand ultra stabil
Und wer das mit diesem Treppenfakt nicht braucht, der ist dann hier mit 62 Euro dabei und hat jetzt vielleicht einen C-Stand, der qualitativ nicht ganz so hochwertig ist wie der amerikanische. Das sieht man dann immer an den Flügelschrauben, aber ein Vollmetallteil, das auch etliche Jahre seinen Dienst verrichten wird. Halte ich jetzt auch für kein großes Risiko, sich da etwas zu bestellen, wenn man auf diese Art von Stativen dann steht. Ich brauche sie in meinem Studio nicht. Was auch interessant ist, ihr kennt doch, ihr erinnert euch sicherlich noch an den Normalreflektor-Test über einen Andur-Reflektor. Das ist jetzt zum Beispiel dieses Teil. Also das wird von Andur hier auch angeboten als Markenprodukt. Auch da könnt ihr mit Sicherheit nichts falsch machen, halt nur mit einer 60-Grad-Wabe mit dabei. Aber dennoch ist dieses Teil für 12 Euro wirklich günstig zu erwerben. Und der Hit ist jetzt der, und das kommt bei Temu dann öfters vor. Ihr habt da also äh, teilweise dasselbe Produkt unterschiedlich gelabelt zu unterschiedlichen Preisen und das auch noch auf derselben Seite. Schaut mal hier beispielsweise. Da kostet er 11,93 Euro, ist jetzt noch nicht so ein gewichtiger Unterschied. 13,99 ist alles eigentlich im Prinzip derselbe Reflektor. Schauen wir mal, da gab es den noch viel billiger. Da ist er. Lixada für 8 Euro. Dasselbe Produkt prinzipiell wie der Andur-Reflektor für 8 Euro. Und wenn man sich da also auf der Temu-Webseite dann ein bisschen umschaut, ist ein bisschen unlogisch die ganze Geschichte. Aber dann habt ihr hier ein Produkt, das dem Andur-Reflektor 1:1 entspricht und was halt hier nochmal 4 Euro billiger ist. Eigentlich unglaublich. Und hier ist auch die Wabe mit dabei. Also Leute, da kann man jetzt nicht meckern. Ja, Wabenraster 60 Grad mit dabei, kostenloser Versand. Gut, ich habe mir hier jetzt nochmal speziell für euch, es gibt noch andere Beispiele auch, ich meine, das brauche ich jetzt gar nicht weiter auszuführen, Klemmen, ja, zum Beispiel, ja, oder solche Adapterteile oder so, die kann man sich durchaus hier auch bestellen. Auch überhaupt keine Geschichte. Oder Reflektoren, was ich nicht bestellen würde. Naja, für einen Anfänger vielleicht mal, für einen absoluten Anfänger ist das so ein Angebot ja nicht uninteressant, für keine 42 Euro mal, um Videos zu drehen oder so, noch mit Commanderle mit dabei. Ähm, mit unterschiedlichen Farbmodi, also kalt bis warm, mit LED-Lichtern, ja, kann man riskieren, ist jetzt mit Sicherheit auch seine 42 Euro wert, aber für einen Profi ist das natürlich nichts. Solche Geschichten sind dann wieder eher praktikabel hier. Diese Sache hier, also mit dem Hintergrundsystem, was man dann an Decke oder an Wand anbringen kann, mit Sicherheit noch ein bisschen interessanter. Ja, was ich euch zeigen will oder wo ich euch auch nochmal ein Beispiel geben kann, wie mit dem Andur-Teil, das ist jetzt diese Geschichte hier. Ich klicke mal, ich habe das jetzt schon im Shop sozusagen mir mal in den Warenkorb gelegt, ob ich es kaufe oder nicht, ist ja jetzt mal egal. Hier jetzt beispielsweise dieses Ding hier. So, und das kennt ihr, wenn ihr meine Videos mal mitverfolgt habt, auch. Das habe ich von Wuhoto getestet, hat damals über 20 Euro gekostet. 23, 24 Euro. Ich kann es euch jetzt gar nicht genau sagen. Ich verlinke euch das Video dann rechts oben auch. Auf jeden Fall ist das baugleiche Teil vom Mini-Focus, nur mit mit goldenen Verstellrädern bzw. Arretierungen und das Ganze für 11,26 Euro. Das ist ein Vollmetall-Handyhalter und ihr könnt versichert sein, der taugt. Das ist wirklich ein super Gerät. Habe ich jetzt schon seit einiger Zeit auch im Außeneinsatz, im Ausland mit dabei gehabt. Das ist unheimlich praktisch, das Ding, und funktioniert sehr gut mit dem Handgriff auch oder lässt sich auch über Schwalbenschwanz hier auf eine AK Swiss kompatible Platte aufbringen. Also Wahnsinn, für den Preis sofort zuschlagen. Und so gibt es halt einige Geschichten. Handyhalter, da könnt ihr euch dann auch mal schlau machen, unterschiedlichste Variationen, die 5 bis 10 Euro günstiger sind als jetzt zum Beispiel bei Amazon. Achtung, Angebotspreise dann natürlich ausgenommen, ist doch ganz klar. Dann auch hier
Schaut euch das mal an. Dieses Ding, das werde ich mir auf jeden Fall bestellen. 180 mal 230 Zentimeter, so eine Wandtäfelung. Ja, das Ganze für 13 Euro. Als Digitaldruck muss wieder umnäht werden, natürlich an den Kanten einen Zentimeter weg, ist ja klar, macht aber insgesamt nichts aus. Und dann kann man es an der Wand befestigen, dann hat man für irgendwelche Dessous-Shootings oder so, hat man hier einen wirklich ansprechenden Hintergrund. Und was ich auch den Knaller finde, auch das habe ich mir hier jetzt mal sozusagen im Warenkorb gebookmarkt. Das da ist ein Vorhang und da gibt es auch unterschiedlichste Variationen von diesen Teilen. Jetzt schaut mal, Breite 105 Zentimeter, Höhe, dann, was hat er hier, 230 Zentimeter. Das seht ihr hier auch nochmal im Bild, 230 mal 105 und das zweimal für 15 Euro und 1 Cent. Also das ist schon lächerlich. Ja, das ist wirklich lächerlich, lässt sich auch top als Hintergrund verwenden. Da weiß ich jetzt allerdings nicht beim Vorhang, ist es jetzt ein glänzender Stoff, ist es ein matter Stoff. Aber das ist so eine Sache, das werde ich auf jeden Fall riskieren, mir zu bestellen, einfach um mir anzuschauen, ob das für meine Zwecke verwendbar ist. Und wenn nicht, dann nehme ich es halt wirklich als Vorhang. Finde ich nämlich ganz toll, auch von der Idee her extrem lustig. So, wie gesagt, da gibt es auch 1000 Variationen in unterschiedlichen Ausführungen und in unterschiedlichen Größen. Das seht ihr dann hier. Guck mal, für keine 11 Euro die kleinere Größe. Also, naja, Leute, was will man mehr? Und schaut mal, die sind gar nicht identisch, die zwei Teile. Also die sind auch wirklich unterschiedlich mit unterschiedlichem Lichteinfall. Hier auch. Äh, hat was, muss ich ganz ehrlich sagen. Nun, und in diesem Sinne habe ich euch jetzt mal ein paar Sachen vorgestellt. Nochmal, ich werde von Temu in keinster Weise gesponsert oder in irgendeiner Form dafür entlohnt, dass ich hier ein positives Video mache. Und nochmals, ich warne vor datentechnischen Geschichten auch bei Temu. Ob ich denen damit Unrecht tue oder nicht, ich kann es euch nicht sagen. Ich bin bis jetzt da noch nicht reingefallen, habe allerdings auch gewisse Sachen gar nicht riskiert, wie zum Beispiel mir die App zu installieren, dass man bei Temu wirklich Sachen fürs Fotostudio findet an Zubehör, die ihr teilweise bestimmt nicht alles, doppelt in Deutschland bezahlt, wenn ihr das woanders bestellt. Und dann gibt es natürlich auch Ramschteile, ist ja auch ganz klar, von denen sollte man die Finger lassen. Wie gesagt, ich habe es nicht so mit Elektronik bei Temu, da wäre mir der Garantieanspruch wichtiger, dass ich da was einlösen kann, wenn etwas schief geht. Oder auch optische Geräte, was Kameras angeht, Kamera, Technik, Objektive und so würde ich jetzt hier nicht kaufen. Aber solche Sachen wie Hintergrundstoffe und so weiter, denke ich, kann man bedenkenlos riskieren und damit jetzt auch gerade als Anfänger oder als Semi-Profi, der ja jetzt doch nicht so viel Geld da reinstecken kann man hier wirklich fündig werden und glücklich werden auch. So in diesem Sinne bedanke ich mich für euer Zuschauen und wünsche euch was. Dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen und dann freue ich mich auf euch beim nächsten Mal. Euer Alex Schwarz.